Hallo und herzlich willkommen zu unserem Panel auf den Berliner Energietagen. Mein Name ist Lena Fritschle und ich werde Sie durch die kommenden ungefähr 60 Minuten führen. Ja, wir knüpfen mit unserem Thema direkt an das diesjährige Motto der Energietage an und sprechen darüber, welche Lösungen es für die Wohnungswirtschaft gibt, um den Spagat zwischen Klimaregulatorik und Wirtschaftlichkeit zu meistern. Als Einstieg werden wir einen kurzen Blick auf die aktuelle Lage werfen. Wir schauen, wo befinden wir uns, wo wollen wir hin, beziehungsweise wo müssen wir hin, Stichwort Klimaneutralität 2045 und was sind dabei die wichtigsten Hebel. Dann steigen wir etwas tiefer ein in mögliche Lösungen, digitale Lösungen, die sich insbesondere auf datenbasierte Strategien stützen. Danach machen wir einen kleinen Exkurs, denn neben Strategie und Technik spielt natürlich auch immer der Akteur, der Mensch eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Transformation. Ja, und abschließend, Stichwort Finanzierung, erhalten wir noch einen rechtlichen Einblick in das Thema Umlagefähigkeit. Ja, so viel von mir. Und nun möchte ich die Regie einmal bitten, den virtuellen Vorhang zu öffnen und unsere Expertinnen und unsere Experten auf die Online-Bühne zu holen. Da sind Sie alle herzlich willkommen. Rechtsanwältin Theresa Vogt von der Rechtsanwaltskanzlei Maslaton. Herzlich willkommen Florian Wöhlbier vom Kompetenzzentrum Energieeffizienz durch Digitalisierung, einigen von Ihnen sicherlich als KEDI bekannt. Und herzlich willkommen Dr. Badia Rostami von der Calorimeter GmbH, kurz Calo. Schön, dass ihr und Sie alle da seid und eure Expertise mit uns teilt. Ja, wir starten wie angekündigt mit einem Blick auf die aktuelle Lage. Das übernimmt Florian Wöhlbier. Er ist Senior-Experte Innovation und Transformation beim KEDI. Und ja, dort gehören Projekte um die digitale Transformation des Gebäudesektors zum Arbeitsalltag, würde ich einmal behaupten. Bitte schön, Florian. Herzlichen Dank, Frau Fritschler, für die Ankündigung, für die Einladung hier zum heutigen Panel. Meine Folien müssten jetzt sichtbar sein. Bei mir ist der grüne Rahmen drumherum. Ja, Wunderbar, das klappt. Ich starte das Panel mit einer kleinen, wie angekündigt, mit einer kleinen Ausgangslage. Warum reden wir eigentlich darüber und wo müssen wir eigentlich hin? Das ist im Prinzip das, was Sie hier sehen, sind die CO2-Emissionen, vor allen Dingen für den Gebäudesektor, beginnend ganz links bei der Zahl 2010. Und hier sehen Sie, dass uns hier zwar in den letzten ja knapp 14, 15 Jahren schon Einsparungen im Gebäudesektor gelungen sind, diese aber bis zur Klimaneutralität 2025 wir noch vor erheblichen Herausforderungen im Gebäudesektor stehen, um hier die entsprechenden Ziele zu erreichen. Das ist der Rahmen, in dem wir uns im Gebäudesektor bewegen und von dem wir hier in der täglichen Arbeit im Prinzip motiviert sind, Richtung dieser Ziele zu gehen. Was heißt das nun, wenn wir diese Klimaziele erreichen wollen? Wir müssen im Gebäudesektor über eine nachhaltige Energiewirtschaft reden. Und aus meiner Sicht sind das im Prinzip die drei Eckpfeiler, die ja häufig so ein bisschen untergehen oder die sich immer wieder lohnen, sich zu erinnern und dessen bewusst zu machen. Das sind die Eckpfeiler Suffizienz, Effizienz und Substitution. Substitution meint, dass wir weniger Energie verbrauchen. Ganz logisch. Das heißt im Prinzip, dass wir, wenn wir beispielsweise im Bereich Mobilität weniger das Auto benutzen und häufiger zu Fuß gehen oder uns aufs Fahrrad setzen, wir an der Stelle weniger Energie verbrauchen. Wir also im Prinzip weniger eine Senkung des Energieverbrauchs erreichen, ohne neue Technologien einsetzen zu müssen. Wenn wir jetzt auf den Effizienzfaktor gucken, und das ist auch ein Herzstück bei uns im KEDI, ist das Effizienzthema, geht es im Prinzip darum, dass wenn wir Energie einsetzen, wir die bestmöglich einsetzen und effizient einsetzen müssen. Ein Beispiel auch hier wieder, wenn wir im Gebäudebereich sind, denken wir an die Glühbirne, ganz klassisch, die jetzt ja auch in den letzten Jahren durch die LED-Lampe ersetzt wurde. Und wir also hier durch eine bessere Technologie, ohne dass wir unser Verhalten ändern müssen, im Prinzip einen gleichen Nutzen gewinnen können. Und der dritte Aspekt ist die Substitution. Das heißt, dass wir Energieträger ersetzen, vor allen Dingen die fossilen Energieträger natürlich, denn die sind entsprechend verantwortlicher für die CO2-Emissionen durch erneuerbare Energien wie Wind und Sonne. Und mit diesem Mindset müssen wir eigentlich unterwegs sein, wenn wir in allen Sektoren, vor allen Dingen auch im Gebäudesektor unterwegs sind, um die Klimaziele bis 2045 zu erreichen. Wenn wir ein Stück weit konkreter, was heißt aus unserer Sicht
ja, die nachhaltige Energieversorgung eines Gebäudesektors. Ich glaube, die oberen beiden sind ja bekannt. Es geht einerseits darum, die Hülle natürlich entsprechend effizient zu gestalten durch Dämmung und Co. Der zweite Aspekt ist dann der rechts oben, ist die Versorgung der Heizungsanlagen über erneuerbare Energieversorgung, Stichwort Heizungstausch. Und der dritte Aspekt, und das ist das, was heute natürlich auch im Panel in dem Fokus steht und auch bei uns im KEDI im Fokus steht, ist die Digitalisierung und Betriebsoptimierung, vor allen Dingen im Heizungskeller. Und das ist für uns aus KEDI-Sicht ein Aspekt, dieser dritte, der ein bisschen immer untergeht in der ganzen Diskussion, wenn wir über eine nachhaltige Gestaltung der Energieversorgung im Gebäudesektor reden, weil er einfach verschiedene Vorteile bietet. Er ist weniger kostenintensiv, wie das die Gebäudehöhensanierung oder auch der Heizungstausch ist. Er ist weniger zeitintensiv in der Umsetzung. Die Maßnahmen lassen sich relativ zügig umsetzen. Da wird der Kollege auch sicherlich nochmal genauer drauf eingehen. Und es ist auch eigentlich sehr mietenschonend, weil die meisten Maßnahmen im Heizungskeller umgesetzt werden und die Mietenden beispielsweise, wenn ich an die Gebäudehülle denke, wochenlang kein Baugerüst vor der Nase haben und entsprechenden Baulärm vor der Tür haben, sondern eigentlich von den Maßnahmen im Heizungskeller wenig mitbekommen. Nichtsdestotrotz sind alle drei Maßnahmen wichtig und müssen natürlich je nach Situation des jeweiligen Gebäudes mitbedacht werden und bestmöglich ausgewählt werden, um hier die Klimaziele bis 2045 zu erreichen. Nochmal hervorgehoben und verdeutlicht, warum der Heizungskeller aus unserer Sicht enorm wichtig ist. Ich denke, das ist auch nichts Neues, aber ich würde es trotzdem einfach mal wiederholen. Die Raumwärme ist der größte Energieverbraucher im Gebäudesektor, sowohl im Wohngebäudebereich, da sind es fast 80% laut DENA Gebäudereport 2023, und im Nichtwohngebäude sind es ja knapp 10% weniger, da sind wir bei 71,5%. Das ist für uns auch dann im Fokusthema enorm wichtig, hier daran zu arbeiten, die Betriebsführung der Heizungsanlage zu optimieren, weil sie das in der Regel nicht ist. Denn, und das sagen andere Studien auch an dieser Stelle, wenn wir ambitioniert im Prinzip eine Gebäudeautomation umsetzen, kann uns eine CO2-Reduzierung von bis zu 14,7 Millionen Tonnen bis 2030 gelingen. Und das ist ein enorm hoher Anteil, auch nochmal an die Anfangsfolie gedacht, der hier im Prinzip möglich ist, um diese Ziele dann auch zu erreichen. Mm, Die Heizungsanlage effizient zu gestalten, heißt natürlich auch Technik einzusetzen. Und das ist so ein bisschen mein Abschluss für den Startimpuls in diesem Panel, nochmal die ersten anzudeuten. Der nachführende Kollege wird das nochmal detaillierter machen, die zeigen, was es eigentlich heißt. Wir reden zum einen, wenn wir auf der Mieterebene im Wohnungsbereich sind, beispielsweise von smarten Thermostaten. Das ist eigentlich auch auf dem Markt bekannt und wird von den einigen ja sicherlich auch schon im Privathaushalt genutzt. Und die anderen möglichen Maßnahmen oder Technologien, die zum Einsatz kommen, sind dann mit Fokus Heizungskeller und betreffen rechts beispielsweise einen Sensor, der an der Außenfassade eines Gebäudes angebracht werden kann, um entsprechend die Heizungsanlage wetterungsgeführt im Prinzip betreiben zu können, sodass dann bei spontanen Wetterveränderungen, Temperaturstürzen etc. die Heizungsanlage entsprechend frühzeitig den Betrieb anpassen kann und das dann nicht erst beispielsweise durch die Mietenden erfolgt, wenn sie abends in die Wohnung kommen und entsprechend die Heizung höher drehen müssen. Und die anderen Technologien beziehen sich dann auf Sensoren um die Heizungsanlage herum, die dazu führen, dass wir hier in Echtzeit im Prinzip Daten erfassen können über den Betrieb der Heizungsanlage, um diese dann sukzessive im nächsten Schritt auch optimieren zu können, um den Energieverbrauch der Heizungsanlage zu reduzieren, ohne einen Komfortverlust bei den Mietenden zu erreichen. Und damit würde ich für den Moment erst einmal schließen und wieder Frau Fritsch an Sie übergeben. Ja, vielen Dank, Florian Wöhlbier. Wir sprechen gleich nochmal zu einem anderen Thema, was ich vorhin schon angeteasert habe. Jetzt würde ich Dr. Badia Rostami hier auf die Online-Bühne holen. Badia, wir haben gerade schon einen kleinen Überblick erhalten von Florian Wöhlbier über die digitalen Effizienzlösungen, die es denn sein könnten. Mit dir zusammen gehen wir da jetzt nochmal ein bisschen tiefer rein, denn du bist ja wahrscheinlich hier teilweise auch den Teilnehmenden schon bekannt als der Experte für das Thema Smart Heating. Und deswegen möchte ich dich jetzt bitten, uns einmal mitzunehmen. Ja, wunderbar. Erstmal, lieber Florian, herzlichen Dank für die gute Einführung in das Thema an sich. Man merkt, man ist immer ich finde diese wunderbare Folie, Suffizienz, Effizienz, Substitution. Das ist genau die Reihenfolge der Ereignisse, bevor wir eine Anlage anfangen, tatsächlich komplett energetisch zu sanieren, den Weg zu suchen, einfach schrittweise die Anlage zu optimieren und
Ich glaube, die 14,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Ansage für alle Beteiligten, die hier tatsächlich mit der Sache zu tun haben. Ich gebe jetzt mal ein paar Folien bei mir frei. Also jetzt nochmal Einführung zum Thema. Was heißt das denn insgesamt, wenn wir jetzt unser Vorhaben hier tatsächlich versuchen, in Zahlen und Worte zu fassen? Das Vorhaben der Bundesregierung ist, bis 2035 spätestens 45 Prozent des Gesamtbestandes, also die schlechtesten zuerst, komplett energetisch zu sanieren, was dazu führt, dass wir hier mal über eine riesengroße Menge an Bestandsgebäude sprechen auf einmal und einen Kostenanteil von so 500 bis 1500 Euro je Quadratmeter. Wir haben weder die Budgets momentan vielleicht im Topf oder weitgehend nicht. Das ist leider die eine Seite der Medaille. Die andere Seite dieser Medaille ist, dass wir tatsächlich auch die Fachkräfte, um die durchzuführen und das Material dafür gerade in dieser Art und Weise gar nicht vorliegen haben. Ähm, und das ist das, was uns eigentlich fehlt. Und deswegen dieser Zwischenschritt, den wir hier haben mit digitalisierten Maßnahmen im Heizungskeller, auf der Etage eben mit smarten Thermostaten, das führt tatsächlich dazu, dass wir einen erheblichen Schluck aus der CO2-Einsparungspulle nehmen können, ohne tatsächlich jetzt die große Geldschatulle aufzumachen. Macht es, sage ich mal, umso interessanter, sich das ein paar Mal anzuschauen. Sind ein paar Beispiele vielleicht dafür, was meinen wir denn eigentlich dafür, an Technologien bereitstellen zu können in der Branche? Das ist einmal so das Thema digitale Heizungskeller. Ein digitaler Heizungskeller bedeutet tatsächlich, dass wir hier Werte messen in der Anlage, hauptsächlich Temperaturwerte und mit diesen Temperaturwerten in der Lage sind, die Einstellung der Anlage eben entsprechend zu optimieren. Diese Optimierung der Einstellung der Anlage führt zu einer gewissen Einsparung an CO2-Äquivalenz. Wie wir wissen, spielt dabei auch ein hydraulischer Abgleich eine ganz große Rolle. Ein adaptiver hydraulischer Abgleich mit smarten Thermostaten führt ebenfalls zu einer Einsparung, denn Sie können nicht eine Anlage, die hydraulisch nicht abgeglichen ist, beliebig reduzieren in Vorlauftemperaturen. Das ist jetzt der zweite Block, der hier eine Rolle spielt, das heißt der adaptive hydraulische Abgleich. Und die dritte Säule, eine solche Technologiezusammensetzung ist letztendlich den Bedarf aus der Etage herauszufischen und damit die Produktion im Keller zu steuern. Das heißt, vollkommen unabhängig davon, welche Temperaturen außen herrschen, immer mit dem Blick auf Bedarf die Anlage eben entsprechend zu optimieren. Das heißt also Ziele verfolgen, die einfach in Richtung Dekarbonisierung des Gebäudes gehen, dabei aber auch Fehlinvestitionen zu vermeiden. Das heißt auch Informationen über Dimensionierung der zukünftigen Anlage oder an welche Ecke muss ich denn überhaupt jetzt die Fassade anpacken. Und solche Themen sind natürlich auch als Ergebnis einer solchen Technologieeinsatzsituation dann gegeben. Und natürlich das Gebäude schrittweise in einem Niedertemperaturbereich fahren. Warum? Weil ein Niedertemperaturbereich bedeutet auch, dass wir einen leichteren Zugang haben zum Einsatz der Wärmepumpe mit geringerer Investition. Ich habe die drei Säulen jetzt mal aufgestellt. Wir haben für alle diese drei Säulen entsprechende Produkte bei uns auch aufbereitet. Einmal so das Thema Digitalisierung der Heizanlage. Das ist bei uns das Produkt HeatSense im Bereich Smart Heating. Wir haben einen adaptiven hydraulischen Abgleich für die Nutzersituation auf der Etage. Äh, Im Detail geht es darum, auch adaptiv zu sein. Das heißt, vor der Sanierungsmaßnahmen, einen hydraulischen Abgleich zu generieren, der immer wiederkehrend ist, also adaptiv ist und auch natürlich nach der Sanierungsmaßnahme als Grundvoraussetzung wissen wir ja alle auch, dass wir dort einen hydraulischen Abgleich machen müssen und mit diesem hydraulischen Abgleich natürlich dann auch anschließend in der Lage sein werden, tatsächlich äh, ähm, die entsprechende VDZ-Formulare auszufüllen, um an die Fördergelder auch ranzukommen, was nicht unwichtig ist. Dabei als eine wichtige Säule ist das auch eine adaptive Steuerung der Anlage hinzubekommen. Denn wir wissen zum Beispiel, wenn wir um 2 Uhr morgens minus 2 Grad haben oder um 12 Uhr mittags oder um 18 Uhr, ist die Bedarfsseite in einem Wohngebäude deutlich anders. Und da ist natürlich auch die
Vorlauftemperatur eben entsprechend anders zu gestalten, was einen Rieseneffekt hat auf die entsprechende Verbrauchsseite natürlich. Jetzt mal ein bisschen tiefer rein in das Thema HeatSense. Was tun wir dabei? Wir gehen hin und installieren tatsächlich in der Peripherie der Anlage, das heißt also im Verrohrungssystem, ähm, Temperatursensoren und arbeiten dort tatsächlich mit Temperaturwerten, mit einer Datenauflösung im 2-Minuten-Takt, was uns in die Lage versetzt, einmal natürlich eine einfache Integration zu haben, also keine große Integration auf irgendwelche Steuerungselemente der Heizanlage, denn dort gibt es äh, gefühlsmäßig ungefähr 1 Million unterschiedliche Anlagen in unterschiedlichen Alterszuständen, mit denen wir hier umgehen müssen. Dann Echtzeiteinblicke natürlich, zu wissen, wann die Anlage ausgefallen ist, aber auch im Prinzip mit den Echtzeitumblicken natürlich Systemzustände festzustellen und eine Entscheidungsfindung fundierter zu begründen, wenn man Werte der Einstellung der Anlage ändert. Die Alert-Funktion ist ein Nebenprodukt, das heißt Störmeldungen ganz klassisch. Kostenoptimierung heißt für uns eigentlich nichts anderes außer Identifikation von Fehleinstellungen, um sie dann eben entsprechend zu korrigieren. Und jetzt kommt natürlich die Regulatorik dazu. Wir haben ja auch nur ein bisschen diesen Blick auf die regulatorische Seite. Die regulatorische Seite besagt heute, dass wir bis September 27 alle Heizanlagen prüfen und optimieren müssen. Und das ganze Prüfen und Optimieren wird dort eingebettet bei uns im Produkt, sodass wir hier tatsächlich auch die rechtliche Seite mit erfüllen. ESG-relevante Daten sind ein Ergebnis natürlich aus der Messung, sodass wir dann eben entsprechend auch CO2-Bewertung des Gebäudes mit erfassen. Und wir haben natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit, wenn es um die Gestaltung der zukünftigen Anlagen geht. Denn wir wissen ja, irgendwann mal kommen wir zu dem wunderbaren Punkt, was Florian auch angeführt hat, Substitution des Energieträgers. Zum Thema adaptiver hydraulischer Abgleich haben wir ein Produkt mit smarten Thermostaten. Das heißt also, den adaptiven hydraulischen Abgleich derart darzustellen, dass wir gemäß der Vorgaben der BAFA und BEG und der DIN-Norm 94679-4 eine zertifizierte Lösung haben als Retrofit-Lösung. Das heißt, ohne größere Veränderungen im Bereich der Heizkörperventile oder ohne Austausch der Heizkörperventile hinzukommen und tatsächlich einen hydraulischen Abgleich hinzubekommen, der auch entsprechend auf dem BAFA-zertifizierten Modell basiert und ein VDZ-Formular zur Folge hat. Allerdings mit dem Ergebnis, dass diese Retrofit-Lösung eine adaptive Situation darstellt. Das heißt, sowohl vor der Sanierungsmaßnahme als auch nach der Sanierungsmaßnahme, wo es um die Aktivierung der Fördergelder geht, ist der hydraulische Abgleich dargestellt. Die Lösung ist an sich auch eine Modernisierungsmaßnahme. Das heißt, die Kosten dafür sind in die Mod-Umlage einbringbar und die sind auch bilanziell aktivierbar. Und es gibt noch eine zusätzliche Förderung seitens der BEG BAFA mit 15% auf die Kosten der Digitalisierung des Sekundärsystems in der Heizanlage, also jetzt nicht für den hydraulischen Abgleich an sich, sondern für den Einsatz der smarten Thermostate. Darüber hinaus liefern die uns natürlich auch im Ergebnis wertvolle Daten für die Gestaltung der zukünftigen Maßnahmen, bis zum Beispiel, es ist wie ein Film von einer Wärmebildkamera, der permanent läuft und wir die Schwachstellen auch im Gebäude Physik dann feststellen können, was natürlich einen Einfluss hat auf die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen. Das dritte Kind in diesem Bunde oder die dritte Säule bei uns ist HütSync. Was geht da noch an eine Stufe drüber? Wenn Sie wissen, was Sie tatsächlich auf der Etage an Bedarf haben und wissen auch, was die Anlage als solches produzieren kann oder aktuell produziert, dann haben wir einen Sollwert und einen Ist-Wert. Und diese beiden Werte kann man natürlich ergänzen durch einen Stellwert. Das heißt, die Steuerung der Anlage eben entsprechend an der Bedarfsseite besser und deutlicher anzupassen, hat auch eine gewisse Einsparungspotenzial im Bereich CO2, sodass man rundum aus einer Hand das Gebäude sozusagen einmal
in diese Überführung von Suffizienz in Effizienzmaßnahmen hineinbringt und darüber hinaus natürlich auch den nächsten Schritt gestalten kann in Richtung einer Substitution des Energieträgers. Und das ist ein digitales Maßnahmenpaket. Wir hatten ja eingangs gesagt, wir haben da irgendwo Kosten von 500 bis 1500 Euro je Quadratmeter, die man so ansetzen muss für eine energetische Sanierung eines Gebäudes. Und wir bewegen uns mit digitalen Maßnahmen unter 20 Euro je Quadratmeter äh, im Bestand und erzeugen damit natürlich einen riesen Beitrag zum Einsparen von CO2 und halten auch ein Stück weit die bestehende Anlage und Situation aufrecht, trotz Einsparung, sodass auch Budgets und Mittel dafür freigegeben werden können seitens der Immobilienwirtschaft, um die Anlage eben in eine Substitutionssituation zu überführen. Ja, das war so mein kleiner Beitrag zum Gesamtthema hier und hoffe, Ihnen auch damit einen Impuls gegeben zu haben, wie so eine Modellierung der Digitalisierungsmaßnahmen ausschauen kann. Ja, vielen Dank, Badia. Bleib gerne noch kurz bei uns. Ich glaube, viele sind jetzt erstmal erschlagen, weil es ist ja wirklich viel Inhalt, viel Technik und sehr ausführliche Folien. Du hast es ganz prima rübergebracht. Bisher ist eine Frage reingekommen. Ich würde jetzt alle nochmal motivieren, ihre Fragen zu stellen. Trauen Sie sich, wir sagen hier auch keine Namen. Also die Chance hat man ja auch nicht so häufig, einfach anonym mal zu fragen. Und es sind ja auch noch einige Leute dazugekommen, habe ich gerade gesehen. Also insofern, Sie haben die Möglichkeit, in das Chatfenster Ihre Fragen reinzuschreiben. Ich gebe die dann entsprechend weiter. So, Badia, jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die hier aufgetaucht ist. Die lautet, führen Sie beim adaptiven hydraulischen Abgleich auch eine Heizlastberechnung durch? Aber selbstverständlich, die Heizlastberechnung ist ja in der GEG Paragraph 60c mit eingebettet. Das heißt, der Gesetzgeber versteht den hydraulischen Abgleich nicht nur das, was man in der Hydraulik macht, sondern tatsächlich eine raumweise Heizlastberechnung. Dazu machen wir auch noch den zweiten Schritt. Das ist eine Bewertung der Heizflächen, also Heizkörper. Und auch die müssen bewertet werden, denn wir wissen ja, dass untertourige Heizkörper, also viel zu kleindimensionierte Heizkörper für den jeweiligen Raum, im Keller die Vorlauftemperatur extrem nach oben treiben. Das heißt, fehlen mir ein paar kW auf der oder ein paar Watt auf meinen Heizkörper, so treibt es teilweise bis zu 10% die Vorlauftemperatur nach oben. Und dieses gilt natürlich auch eben entsprechend einzustellen. Das heißt also, sowohl die BAFA-Vorgabe als auch die entsprechende Regulierung in dem Bereich der vorgeschriebenen DIN schreiben beide diese Vorgehensweise vor und die erfüllen wir natürlich auch für unsere Kunden. Mhm. Und sollten jetzt einige Interesse haben, das umzusetzen, was wäre denn da dein Tipp? Also wie fange ich an? Suche ich mir erstmal ein Gebäude raus, so als Pilotprojekt sozusagen, oder schaue ich auf mein Portfolio? Wie gehe ich da am besten vor? Also ich empfehle im Moment zwei Dinge immer im Blick zu halten. Das eine ist, wir haben natürlich mit GEG und die Überführung zu GMG ein paar Änderungen dort, aber es gibt auf jeden Fall einen bestehenden Paragraphen, der auch übertragen wird in die neue GMG und das ist Paragraph 60b aus der GEG. Das heißt also, wir müssen einmal diese Heizungsprüfung machen und zugleich mit der Heizungsprüfung auch eine Optimierung der Heizanlage machen. Beides führt dazu, dass ich empfehlen würde, wenn wir bis 27 alle Bestandsanlagen, die älter als 15 Jahre sind, prüfen und optimieren, dass wir im gleichen Zuge eine Digitalisierung des Heizungskellers vornehmen. Das ist das eine. Und auf jeden Fall rechtzeitig, bevor ich reingehe in eine Sanierungsphase, immer abzuwägen, ob ein adaptiv-hydraulischer Abgleich mit smarten Thermostaten nicht vorteilhafter ist. Es ist auf jeden Fall günstiger als das Verfahren B, also deutlich günstiger als das Verfahren B. Und es setzt mich in die Lage, versetzt mich in die Lage, vorher natürlich auch bestimmte Werte aus dem Gebäude rauszuholen, die meinen Sanierungsfahrplan positiv beeinflussen könnten auf der Kostenseite. Und das beides in Sachzusammenhang ist eigentlich auch meine Empfehlung. Auf jeden Fall Portfoliosicht, definitiv Digitalisierung der Heizanlage
Und die Optimierung dort einhergehend mit Erfüllung von Paragraph 60b in GEG. Ich weiß nicht, welche Nummerierung das Kind in GMG bekommt. Und anschließend natürlich auch immer 1, 2 Jahre bevor die Sanierungsmaßnahme in die Umsetzung geht, mit smarten Thermostate das Maximum an Wissen aus der Gebäudephysik auch mit rauszuholen, um eine bessere Sanierung zu machen, Fehlinvestitionen zu vermeiden und nicht unbedingt übers Ziel hinauszuschießen. Mhm. Ich würde jetzt nochmal eine Frage stellen und dann weitermachen mit unserem Ablauf. Und wir haben ja hinterher auch noch Zeit, ein bisschen zu diskutieren und zu sprechen. Hier ist die Frage reingekommen, wie sinnvoll ist es denn überhaupt, einen Heizkeller zu digitalisieren, wenn zeitnah ein Umbau von beispielsweise Gas auf Wärmepumpe ansteht? Die Frage ist halt einfach, welche Zeiträume dazwischen sind. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, wenn Sie jetzt bedenken, dass Sie vielleicht einen Planungshorizont von 3 Jahren haben und wissen, dass Sie es in 3 Jahren machen, dann macht das Sinn. Wenn Sie sagen, dass Sie in diesem Winter reingehen, jetzt die Anlage umbauen, wollen, da würde ich eher sagen, da macht es Sinn, die smarten Thermostate einzusetzen und den adaptiven hydraulischen Abgleich mitzunehmen. Denn anschließend werden Sie keine Digitalisierung der Heizanlage mit der Wärmepumpe brauchen. Aber ich gebe auch zu bedenken, multivalente Anlagen, und das ist das, was wahrscheinlich ein deckungsgleich ist mit unser gesamter Erfahrungswert, den wir hier haben, ist, dass wenn ich jetzt einen Spitzenlast über Gas abfahre, dass es meistens kippelt. Das heißt, anstatt dass die Grundlast von der Wärmepumpe kommt, kommt sie komplett fast über die Gasanlage. Das habe ich sehr, sehr häufig, wenn ich in Heizungskellern rumkrieche. Das mache ich sehr gerne mit unseren Kunden, dass wir da die Anlagen etwas mehr in Augenschein nehmen. Und dort macht es Sinn, tatsächlich im Sekundärsystem eine zusätzliche Monitoring zu haben, um tatsächlich auch immer wieder bewusst zu werden, welche Anlage Bestandteile, welche Menge an Bedarf reinliefern. Und da gibt es natürlich feine Einstellmöglichkeiten, die man dann einsetzen kann. Da macht das wiederum bei multivalenter Anlagen macht das Sinn, tatsächlich das dann zu ergänzen, anstatt das wegzulassen. Mhm. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Badia Rostami. Wir sehen uns gleich nochmal. Und ja, jetzt gehen wir zu dem angekündigten Exkurs und blicken einmal auf die Rolle der beteiligten Akteure. Das übernimmt Florian Wülbier, denn Sie hatten mir oder du hattest mir auch vorab erzählt, dass du auch als Kultur- und Geisteswissenschaftler immer auch den Menschen als entscheidenden Faktor im Blick hast. Genau, das Thema Energiewende wird häufig technologisch diskutiert. Das machen wir auch gerade jetzt in der letzten guten halben Stunde. Die Finanzierung spielt eine Rolle. Wir sehen später nochmal, was das konkret auch für die Technologien heißt. Und ein dritter Aspekt, der häufig verloren geht, ist das, was wir im KEDI auch unter Kommunikation und Akzeptanzförderung der jeweiligen Maßnahmen fassen. Denn am Ende des Tages müssen Menschen, auch wenn wir über Digitalisierung reden, diese Technologien umsetzen, einbauen und dann auch am Ende des Tages benutzen. Das sind dann die Mietenden. Und hier gibt es nochmal einen Einstellungskreis oder einen Diskussionskreis, in den ich nochmal in den nächsten Minuten nochmal ausholen möchte, um nochmal zu verdeutlichen oder die Wichtigkeit dieses Aspekts zu bedeutlichen, der aus meiner Sicht in dem Dreieck, das Sie hier sehen, ich arbeite immer ganz gerne in Dreiecken, die aufeinander einwirken, weil die was miteinander zu tun haben, auf das Technologiethema, auf das Finanzierungsthema einfach mit betrachtet werden müssen, wenn wir über eine Technologieeinführung reden, auch im Heizungskeller. Denn es ist enorm wichtig, dass wir die relevanten Akteure, wenn wir über so eine Technologieeinführung im Gebäudebestand reden, einbinden, die notwendig sind, damit diese alle ihren jeweiligen Beitrag leisten können, um das gemeinsame Ziel, diese erfolgreiche Einführung der Digitalisierung des Heizungskellers oder welche Maßnahme man dann auch immer durchführt, dann auch bestmöglich erfüllen zu können. Und dafür braucht es klare Kommunikationswege und klare Kommunikationsregeln, die wir hier im Prinzip immer wieder erkennen, dass das doch einfach nicht die notwendige Erfordernis bringt und dann am Ende des Tages doch auch zu einem erheblichen Teil dazu beitragen kann, dass Projektinitiierungen einfach scheitern können oder zu viel Diskussionen führen und dann hier wenig an der Akzeptanz gearbeitet wird und viel Kontra im Prinzip aufgebaut wird. Wer sind die Akteure? Ich glaube, auch das ist bekannt. Ich
nehme es trotzdem einfach nochmal auf. Wir haben einfach so ein paar Rollen identifiziert, sowohl auf der internen Seite der Wohnungsunternehmen, das sind die mietenden Betreuenden, das sind die Kollegen im Controlling, das ist die Unternehmenskommunikation, das sind die SAK-Kräfte, wenn sie im Haus verfügbar sind. Dazu zählen natürlich auch die Geschäftsführung und auch die technische Leitung des Gebäudebestandes, aber auch alle Akteure, die sich im Hausmeisterbereich bewegen und auch die Rechtsabteilung. Und auf der externen Seite haben wir dann die anbietenden Unternehmen, die mit ihren jeweiligen Hardware- und Softwarelösungen im Prinzip die Monitoring- und Optimierungsleistungen anbieten. Am Ende des Tages auch die Mietenden als Nutzende, auch wenn vieles im Heizungskeller passiert, kein Komfortverlust droht in der Wohnung, sind diese Akteure trotzdem aus unserer Sicht mitzunehmen und dies auch frühzeitig. Und es sind dann noch weitere Servicekräfte im Prinzip, die drumherum im Prinzip ihre Leistungen im Prinzip bieten. Wenn wir über Kommunikation reden, geht das immer einher für mich mit dem Thema Akzeptanz. Und auch hier würde ich auch einen kleinen Exkurs nochmal verdeutlichen, wie Akzeptanz eigentlich entsteht, weil das ist auch nochmal ein Anlass, die entsprechend richtige Kommunikation im Prinzip aufzugleisen und strategisch zu planen. Wenn wir über die Entstehung von oder die Sicherstellung von Akzeptanz reden, beginnen wir am Ende des Tages oder am Anfang immer damit, die kognitive Akzeptanz im Prinzip herzustellen. Der Mietende, ich bleibe jetzt mal an diesem Beispiel, muss den Mehrwert verstehen, die digitale Maßnahme beispielsweise im Heizungskeller und in seinem Wohngebäude für ihn persönlich bietet. Wenn wir also der Mietende über eine App beispielsweise seine Heizung ab sofort steuern könnte oder kann, spart er damit Heizungskosten, weil er vielleicht mal auch von außerhalb die Heizung runterdrehen kann, weil er spontan in den Urlaub fährt oder irgendwo anders hinfährt oder später kommt und die Heizung entsprechend einen anderen Betrieb benötigt und kann hier im Prinzip eingreifen und die Heizung agiert so, dass es optimal für den jeweiligen Komfort in den Räumen ist. Der zweite Schritt, der dann darauf im Prinzip aufbaut, ist, dass der Akteur eine positive Reaktion oder eine Haltung gegenüber dieser Technologie verbindet, weil er Geld spart. Ist das natürlich hier eine positive Emotion. Das ist cool. Ich antworte mal oder nutze mal ganz bewusst dieses Wording. Und das ist etwas, was positiv ist und worauf er sich freut, dass er zukünftig über die Nutzung der App und der Heizungssteuerung entsprechend Geld sparen kann. Und das führt dann am Ende des Tages zu einer verhaltensbezogenen Akzeptanz. Und das ist eigentlich die wichtigste, weil wenn wir über Einsparpotenziale reden, sowohl der Kollege als auch ich, es immer davon ausgeht, dass der Nutzende am Ende des Tages auch seinen Beitrag dazu leistet. Und das tut er nur, wenn er das, was er verstanden hat, was er auch mit einer positiven Emotion verbunden hat, auch am Ende des Tages in seinen Alltag, in seine Handlungen überführt, dass er wirklich regelmäßig die App, um in dem Beispiel wieder zu bleiben, für die Thermostateinstellungen nutzt, Zeitpläne beispielsweise erstellt für seine jeweilige Vorhandensein in der Wohnung, Stichwort Urlaubszeiten, Stichwort Schichtdienst etc., so dass er hier im Prinzip aktiv mit seiner Handlung dazu beiträgt, dass die Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. Ähm, Wir als KEDI sind natürlich auch dabei und das ist auch etwas, was hilft, im Rahmen der Akzeptanzsicherung der Kommunikation immer in Showcases oder in Best-Practice-Beispielen zu denken. Wir haben hier mal einen herausgegriffen, ein Wohnungsunternehmen, das in 4 baugleichen Liegenschaften unterschiedliche Digitalisierungsstufen, die ich hier aufgelistet habe, einfach mal eingeführt haben, um hier im Prinzip sukzessive die Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Die Bestandsgebäude haben alle einen Fernwärmeanschluss und das Ziel ist es im Prinzip, die Vorlauftemperatur hier runter zu reduzieren, um entsprechend energieeffizienter unterwegs zu sein. Und man ist mit der Annahme bei der Technologieeinführung reingegangen, das wird alles klappen. Die Mietenden bekommen noch ihre smarten Thermostate und das wird alles gut gehen. Wir ziehen das durch und wir machen das. Und long story short, es hat natürlich zu Konflikten in der ersten Heizperiode geführt. Die Mietenden wussten nicht, warum auf einmal die smarten Thermostate da sind, geschweige denn, was sie damit machen sollten. Sie haben den individuellen Komfortverlust verspürt oder haben zumindest eine Veränderung gespürt. Und das führt dann im Prinzip auch dazu, dass so eine Technologieeinführung im Prinzip an der Stelle dann auch Konfliktpotenziale produziert, die es eigentlich zu vermeiden gilt. Und das ist das, was wir dann im Prinzip gemeinsam in einer Evaluation dieser Heizperiode im Prinzip vorgenommen haben und daraufhin dann verschiedene Maßnahmen, die ich jetzt hier in den beiden Zielgruppen, in den anweigenden Folgen einfach nochmal ein bisschen verdeutlichen möchte. Auch das ist etwas, was immer wieder auch bei der Technologieeinführung einfach mitbedacht werden muss. Wenn wir also hier starten bei den Mitarbeitern,
Mitarbeitenden und den Heizungstechnikerinnen, also denjenigen, die im Wohnungsunternehmen dann die Technologien ja begleiten, die Umsetzung begleiten, gilt es im Prinzip frühzeitig, die Mitarbeitenden in diese Umsetzung mit einzubeziehen, frühzeitig mit ihnen offen zu kommunizieren und sie mit der Technologie, mit den jeweiligen Unternehmen vertraut zu machen und auch zu verstehen, gibt es beispielsweise auch Kompetenzlücken, die nicht aufgebaut, sondern abgebaut werden müssen, um hier auch sicher im Prinzip die Kollegen im Prinzip begleiten zu können, um hier die entsprechenden Maßnahmen umsetzen zu können. Wichtig ist natürlich auch, das ist das Thema Schulungen anbieten. Wichtig ist natürlich auch, dass man miteinander in einem regelmäßigen Austausch bleibt, gerade weil solche Technologieeinführungen nach wie vor auf einem Niveau der Pilotcharakter unterwegs sind, in Pilotphasen unterwegs sind, also es noch keinen breiten Erfahrungsschatz gibt bei der Einführung der Technologien und dass es hier einfach wichtig ist, frühzeitig einen regelmäßigen Austausch zu implementieren, um ja Konflikte oder Probleme, Fragestellungen in einem geschützten Raum dann auch einfach gut miteinander diskutieren zu können und die bestmöglichen Schritte in der Umsetzung schrittweise angehen zu können. Die andere Seite sind die Mietenden, die ich auch nochmal herausstellen möchte, die in dem Showcase, auf den ich kurz eingegangen bin, ja einfach, ich hätte es jetzt fast ignorierend gesagt, einfach auch mit einbezogen werden müssen. Also auch hier müssen frühzeitige Maßnahmen, sei es die Vorlauftemperatur wird gesenkt, es folgt eine Nachtabsenkung, Sie kriegen smarte Thermostate etc. Diese Maßnahmen müssen frühzeitig verständlich und vor allen Dingen einfach erklärt werden, um hier einfach ein Verständnis bei den Mietenden zu erreichen und ein Verständigungsangebot anzubieten, dass die Mietenden verstehen, was auf sie zukommt, sich damit vertraut machen können, um dann auch sicher im Prinzip die Technologieeinführung umsetzen zu können, um hier das Entstehen von Konfliktpotenzialen möglichst zu reduzieren. Dafür braucht es eine klare, transparente, verständliche Kommunikation. Und es geht immer darum, die Vorteile zu visualisieren, darzustellen, eine einheitliche Sprache für die Themen und die Vorteile zu verwenden, dass es auch hier zu Klarheiten kommt und nicht zu mehr Verwirrungen kommt. Und es geht vor allen Dingen auch darum, positive Erfahrungen vor allen Dingen zu zeigen mit beispielsweise Referenzprojekten. Ich habe es gerade schon angedeutet, die Technologieeinführung hat häufig einen Pilotcharakter. Also es fehlen im Prinzip in den Wohnungsunternehmen, und ich denke jetzt wirklich in den Wohnungsunternehmen, die eher mit einem kleinen Wohnungsbestand unterwegs sind, von 2.000, 3.000 Wohnungen, da fehlt es einfach an breiten Erfahrungen, wie so eine Technologieeinführung erfolgreich im Prinzip gestaltet werden kann. Und da muss man auch ganz klar verstehen, dass solche Pilotprojekte auch Lernräume sind, die auch als solche konzipiert werden müssen, wo auch Fehler gemacht werden müssen oder dürfen, diese auch im Prinzip miteinander offen in einem sicheren Umfeld kommuniziert werden können. Es muss also eine Offenheit im Prinzip entwickelt werden, dass diese Fehler dann auch natürlich schrittweise gelöst werden können, um dann im Prinzip die weitere Umsetzung der Technologieeinführung gestalten zu können. Denn solche Pilotprojekte sind dann auch eine Erprobung neuer Zusammenarbeitsformen in Organisationen. Wir verlassen im Prinzip etablierte äh, Prozesse aus der Vergangenheit, sondern müssen uns mit neuen Unternehmen auseinandersetzen, mit neuen Technologien auseinandersetzen. Und das bringt ganz viele neue Unsicherheiten oder Fragen im Unternehmen, in den Wohnungsunternehmen, die es hier im Prinzip ja, mit zu bedenken gilt und auch als Impulse für die zukünftige Organisationsentwicklung hinsichtlich der Innovationsfähigkeit im Prinzip mit bedacht werden müssen. Und die ganzen Veränderungen oder auch dieser Prozess muss immer möglichst praxisnah und schrittweise gestaltet werden, um hier auch im Prinzip in kleinen Stufen Schritt für Schritt die Umsetzung der jeweiligen Technologien auch ermöglichen zu können. Ähm, Das ist genau nochmal so ein bisschen der Abschluss oder das, was ich im Prinzip deutlich machen will, ist, dass, wenn wir über die Energiewende reden, wir nicht nur über Technik reden sollten, sondern es ist ein gesellschaftlicher Wandel, der im Prinzip nicht nur den rein technischen Fokus oder einen finanziellen Fokus einnehmen sollte, sondern sich vor allen Dingen auch auf strategisch-organisatorische Fragen in den jeweiligen Wohnungsunternehmen oder auch in der Kommune beispielsweise, wenn wir über den Nichtwohnbereich reden, fokussieren sollte und auch kulturelle, menschliche Herausforderungen mit einbeziehen sollte, denn Veränderungen wird bei den Akteuren und den Akteurinnen immer auf Widerstand stoßen, und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Das ist auch nichts Schlimmes, das ist ganz natürlich, das kennt jeder aus seinem eigenen Alltag, aber es ist darum wichtig,
dass man diese in petto hat, dass man das für sich gegenwärtigt, um darauf entsprechend reagieren zu können. Um dann im Prinzip am Ende des Tages zu sagen, wir brauchen im Prinzip, die Wärmewende ist kein rein technischer Prozess, sondern es ist ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess und der gelingt uns nur, wenn wir mit Offenheit, Dialog und Mitgestaltung begegnen, um so Vertrauen zu schaffen und die Akzeptanz für die Umsetzung im Prinzip zu fördern. Das wäre es für den kleinen Exkurs an der Stelle von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Florian. Super spannend, dass wir diesen Exkurs noch gemacht haben, würde ich sagen. Es ist ja wirklich sehr techniklastig, ist ja auch logisch bei dem Thema. Aber du hast auch gerade noch mal ganz deutlich gemacht, wie wichtig der Akteur, die Akteurin vor Ort ist. Inwieweit gibt es denn auch Showcases oder Best Practice Beispiele, wenn dann tatsächlich mal Widerstände aufkommen, also im Laufe des Projektes? Wie seid ihr da dran? Also wir erarbeiten das gerade. Also wir haben glücklicherweise einen Showcase bekommen, der mal nicht so ganz erfolgreich war. Auch das ist ja auch immer schwierig, sich so zu öffnen, Akteure zu finden, die auch mal sagen, hier lief was nicht gut. Und das ist gerade etwas, was wir in einem nächsten Schritt gerade erarbeiten. Was sind denn, das findet man bei uns auch auf der Webseite, mit ersten Ideen, auch Maßnahmenpakete, die im Prinzip dabei helfen können, sowohl die Mietenden zu informieren, als auch Vorschläge zu machen, wie ich das Thema auch in den Wohnungsunternehmen, bei den Mitarbeitenden, bei den eigenen Kollegen im Prinzip umsetzen kann. Auch das ist nochmal etwas, was eine enorme Herausforderung ist, gerade vor dem Hintergrund, dass vor allem den kleinen Wohnungsunternehmen die Verwaltungen in der Personenzahl ja eher überschaubar ist, viele Themen hier bearbeitet werden müssen und das Thema Digitalisierung im Heizungskeller eins von gefühlt Tausenden ist. Und da ist es umso wichtiger, gute vielleicht Leitfäden, Checklisten oder sowas zu haben. Und das ist etwas, was wir aktuell erarbeiten und damit auch mit den Wohnungsunternehmen im Austausch sind und auch die Wohnungsunternehmen dazu einladen, sich hier einzubringen, sich bei uns zu melden, um davon partizipieren zu können. Hast du da schon ein Zeitfenster? Wann kann man da was erwarten auf eurer Seite? Also ich habe vorhin von kontinuierlichen, schrittweisen Veränderungsprozessen gesprochen und das gilt auch für unsere tägliche Arbeit. Sie können schon jetzt auf die Website bei uns schauen. Unter Umsetzungsmöglichkeiten im Gebäudebereich haben wir bereits das Thema, was ich hier präsentiert habe, aufgearbeitet und wir werden das in den nächsten Monaten sukzessive mit weiterem Content erweitern und auch weiteren Tools erweitern und ergänzen und das lohnt sich einfach kontinuierlich mit uns in Kontakt zu bleiben. Da wird in den nächsten Monaten stückweise immer mehr an Produkten kommen, die Sie dann auch nutzen können. Prima. Und auch mitmachen. Nicht nur nutzen, sondern auch mitmachen. Genau. Vielen Dank, Florian Wöbier. Wir sprechen uns auch ganz zum Schluss nochmal. Und ja, jetzt würde ich gerne noch das große Thema Finanzierung aufmachen, allerdings natürlich nicht in seiner epischen Größe, sondern mit Blick auf die Umlagefähigkeit. Und dazu hören wir nun einen Vortrag von Rechtsanwältin Theresa Vogt, denn sie ist Expertin für die rechtlichen Fragen rund um erneuerbare Energien. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Umlagefähigkeit energetischer Maßnahmen. Bitte schön, Frau Vogt. Vielen Dank erst einmal für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Mein Thema ist tatsächlich ein bisschen theoretischer, nicht so praktisch, wie meine beiden Vorredner jetzt dargestellt haben. Ich versuche es so möglichst wenig juristisch rüberzubringen und wenn Fragen sind, immer gerne Fragen. Uns geht es jetzt in den nächsten paar Minuten um die Umlagefähigkeit von diesem Monitoring-System nach dem Paragraph 2 Betriebskostenverordnung. Genau, ich habe auch ein paar Folien geteilt, die müssten Sie sehen, hoffe ich. Ja. Bei mir zumindest werden sie angezeigt. Sehr gut. Genau. Was ich mir kurz in den nächsten paar Minuten mit Ihnen anschauen möchte, ist zunächst, was ist eigentlich unsere Problemstellung, die wir hier haben aufgrund der technischen Voraussetzung, ein paar rechtliche Einzelfragen und dann hauptsächlich die Umlagefähigkeit von den sogenannten Monitoring-Systemen. Die Problemstellung haben wir im Prinzip schon gehört. Heizungsmonitoring wird relevanter aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen aufgrund der Schlüsselrolle bei der Steigerung von Energieeffizienz, Reduzierung von Emissionen. Wir haben auch schon gehört, Klimaneutralität und so weiter. Auf der anderen Seite bestehen doch erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der rechtlichen Einordnung und wirtschaftlichen Umsetzung, insbesondere hinsichtlich der Umlagefähigkeit der Kosten auf Mieter zum Beispiel. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, wollte ich einmal kurz ein bisschen rechtliche Einzelfragen sortieren.
Dazu, wovon gehen wir jetzt in unserem rechtlichen Rahmen aus? Wir verstehen unter Heizungsmonitoring die fortlaufende Überwachung und Analyse bereits bestehender Heizungssysteme. Das Ziel ist ganz einfach, Funktionalität und Energieeffizienz zu optimieren und eben das übergeordnete Ziel zu verfolgen, dass es einen schonenden und effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen gefördert wird. Der Klimaschutz. Als Hardware sehen wir da eben verschiedene Sensoren, die verschiedene Punkte messen, speichern. Wir haben jetzt hier einmal gesagt, die mindestens Vor- und Rücklauf- und Außentemperatur und die Leistung der Umweltpumpe messen, ein Wärmemengenzähler, Gerät zur Speicherung. Das ist also quasi unsere Voraussetzung. Rechtlich ist jetzt unsere Voraussetzung ganz einfach. Wir haben das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch und die Betriebskostenverordnung, die sind so die Zentrale für die Umlage von Betriebskosten. Wichtig ist, dass hier vorausgesetzt wird, dass Betriebskosten möglichst verbrauchsabhängig oder verursachungsabhängig umgelegt werden sollen. Das fördert eben auch den sparsamen Umgang. Das setzt auch das Gesetz soweit voraus. Der 556 BGB ist quasi so die zentrale Grundlage und der sagt uns, es muss eine Vereinbarung zur Umlage geben. Ansonsten greift das sogenannte die Bruttowarmmiete, das heißt, mit der Miete ist alles abgegolten. Diese inhaltliche Vereinbarung, die muss bestimmt sein, eindeutig sein. Das bedeutet nicht, dass alle Betriebskosten konkret angegeben werden müssen. Sollte man einzelne Aufzählungen haben, ist aber wichtig, dass dann nur die einzelnen Aufzählungen umsetzbar sind. Wie ist es jetzt, wenn wir neue Betriebskosten haben? Kann man auch dann umlegen. Am besten ist natürlich, man macht einen Nachtrag. Wenn das nicht möglich ist, genügt allerdings auch eine einseitige Erläuterung. Wenn natürlich nicht widersprochen wird, ist es am einfachsten und simpelsten. Wichtig ist auf der anderen Seite das Wirtschaftlichkeitsgebot. Das muss grundsätzlich berücksichtigt werden, findet sich auch im BGB. Und das Wirtschaftlichkeitsgebot bedeutet ganz einfach, dass der Vermieter bei der Auswahl und Durchführung von Maßnahmen stets ein angemessenes Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen wahren muss und dass umlagefähig dann nur Kosten sind, die auch bei einer ordnungsgemäßen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind. Man kann sich im Prinzip einfach fragen, würde ich das selbst auch zahlen wollen, würde ich das selber auch möchten. Genau, das ist so ein bisschen die Grundlage, die wir haben. Wichtig ist jetzt, umlagefähig sind grundsätzlich nur Betriebskosten. Wir müssen da ein bisschen unterscheiden zwischen Betriebskosten, der Instandhaltung und der Verwaltungskosten. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen damit schon mal in Berührung gekommen sind. Betriebskosten sind im Prinzip jede Art von Kosten, die dem Eigentümer durch das Eigentum am Grundstück durch den laufenden Betrieb entstehen. Also wichtig ist eben das laufende Entstehen. Das heißt, es darf nicht einmaliger und unregelmäßiger Natur sein, sondern vielmehr ist die Regelmäßigkeit relevant. Genau. Was Instandhaltung und Verwaltungskosten sind, setze ich jetzt voraus, können Sie sonst gerne hier auch nochmal nachlesen. Jetzt kommen wir zu so ein bisschen, sehr juristischen Teil. Es gibt bisher zur Umlagefähigkeit von Monitoring-Systemen keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Daher müssen wir hier im Juristischen eine Auslegung vornehmen unter Heranziehung unserer geltenden Vorschriften. Und das versuche ich jetzt hier einmal kurz darzulegen. Wichtig ist, es gibt keinen ausdrücklichen Katalogtatbestand in der Betriebskostenverordnung, nachdem separate Optimierungsmaßnahmen als umlagefähig definiert werden. Das heißt, wir müssen schauen, okay, worunter können wir das denn ziehen? Es gibt da im Juristischen sogenannte Annex oder Analogie. Die müssen wir ja aber beide ein bisschen kritisch beachten. Der Annex wäre zum Wirtschaftlichkeitsgebot zu ziehen. Das heißt, dass man sagt, es ist eine unselbstständige Anknüpfung an diese Hauptregelung, dass es wirtschaftlich sein soll und durch dieses Monitoring ja auch zu einer Einsparung kommen kann. Allerdings ist der Schwachpunkt hier, dass das Wirtschaftlichkeitsgebot eigentlich eine Grenze ist dessen, was man darf und nicht ein Anspruch oder so darstellt. Die Analogie, die fällt hier auch relativ schnell raus, denn dafür brauche ich eine sogenannte planwidrige Regelungslücke und der Gesetzgeber hat doch inzwischen immer wieder neue Tatbestände ausdrücklich aufgenommen, hat aber eben für Energieeffizienzmaßnahmen nichts dergleichen vorgenommen. Deswegen ist es eher schwierig, hier die Planwidrigkeit zu bejahen.
Deswegen kommen wir jetzt dazu, was unserer Meinung nach Auslegung und Heranziehung eben der Regelungen und Gesetze am praktikabelsten ist. Das ist der Paragraph 2 Nummer 4 der Betriebskostenverordnung. Ich habe ihn hier auch einmal abgedruckt. Worauf wir uns jetzt vor allem gleich schauen, ist die Bedienung und Überwachung und regelmäßige Prüfung. Ganz kurz am Anfang, die Investitionskosten dieser Monitoring-Systeme können nicht unter Betriebskosten subsumiert werden. Ganz einfach, was ich gerade schon gesagt habe, Betriebskosten setzen eine gewisse Regelmäßigkeit voraus und an dieser Regelmäßigkeit fehlt es eben an den Investitionskosten direkt. Wir schauen uns nun an, was sind denn mit den Kosten des laufenden Betriebes? Ich habe so ein Monitoring-System, was bedeutet das? Um das komplett zu erfassen, müssen wir uns die Heizkostenverordnung angucken, die Betriebskostenverordnung und auch gleich noch ein bisschen EU-Recht. Wortlaut ist in den meisten Verordnungen die Bedienung der Anlage. In der Betriebskostenverordnung steht auch Kosten der Überwachung der Anlage und Kosten der Verbrauchserfassung. Dieser Wortlaut kann grundsätzlich erstmal sehr weit verstanden werden, heißt nicht unbedingt, dass es nur die Funktionsfähigkeit der Anlage ist, sondern auch der Betrieb unter optimalen Wirkungsbedingungen. Gleichzeitig dient die Vorschrift nicht nur dem Ziel, die Kosten verursachungsgerecht auf den Nutzer zu übertragen, sondern sie dient auch der Förderung von Energieeffizienzen und Transparenz beim Energieverbrauch. Wenn man jetzt noch das EU-Recht heranzieht, die Energieeffizienzrichtlinie, dann sollten auch Anreize für Vermieter gesetzt werden, in sogenannte Energieeffizienzmanagementsysteme zu investieren. Sehen wir das jetzt quasi alles in einer kompletten Auslegung, stehen Monitoring-Systeme in unmittelbar funktionalen Zusammenhang zu den in Paragraph 2 Nummer 4a genannten umlagefähigen Kostenarten. Genau, deswegen, das ist erstmal so der Grundsatz. Gucken wir uns jetzt an, ist wichtig, also vielleicht nochmal so als Ergebnis oder als Fazit, grundsätzlich ist aus unserer Sicht nach Auslegung das unter Paragraph 2 Nummer 4a Betriebskostenverordnung zu ziehen und kann damit erfasst werden. Wir würden uns jetzt noch einmal kurz anschauen, was ist denn, wenn wir sogenannte Wohnungssensoren haben. Da ist ein bisschen zu unterscheiden. Wenn ich eine Wohnungssensor habe, dann kommt es auf den Zweck dieses Wohnungssensors ab. Das Gesetz stellt ausdrücklich darauf ab, dass es die zentrale Heizungsanlage betrifft. Die zentrale Heizungsanlage meint dabei, dass es die Heizungsanlage ist, die sämtliche wesentliche Räume eines Gebäudes zentral mit Wärme versorgt. Wenn ich jetzt eine Wohnungssensor habe, die nur der Verbesserung des Raumklimas und des Wohnkomforts dienen, dann fehlt es mir an diesem Zweck für die zentrale Heizungsanlage. Wenn ich jetzt aber durch diese Wohnungssensoren auch eine Effizienzsteigerung der zentralen Heizungsanlage habe, dann ist es auch umlagefähig. Deswegen muss man hier ein bisschen schauen. Wichtig ist, dass bei Wohnungssensoren auch aus juristischer Sicht immer der Datenschutz zu berücksichtigen ist. Zu guter Letzt muss man bei der Umlagefähigkeit noch berücksichtigen, dass das Gesetz verbietet, zulasten des Mieters abweichende Regelungen zu treffen. Da ist jetzt eben die Frage, wie rechnet man das ab? Macht man das im Zusammenhang mit der Verursachung oder macht man das anhand der Fläche? Wenn man es jetzt ganz juristisch sachgerecht sieht, dann wäre sachgerecht die Umlage der Kosten danach, wer die Optimierungsmaßnahme verursacht. Damit wäre eine negative Abweichung auf jeden Fall ausgeschlossen. Wir haben jetzt nicht nur die Umlagefähigkeit, sondern man könnte juristisch auch darüber gehen, dass man sagt, es gibt eine sogenannte Modernisierungsmaßnahme, die ist auch im Gesetz festgelegt. Der Mieter muss eine solche Maßnahme dulden und es besteht dann auch die Möglichkeit einer Mieterhöhung. Wichtig ist hier, dass unter diesen energetischen Modernisierungen eben auch Maßnahmen erfasst sind, die in Bezug auf die Mietsache eine nachhaltige Einsparung von Endenergie bewirken. Und wichtig ist, dass die nachhaltig sein müssen und von gewisser Dauer. Genau.
hier ist vor allem relevant, dass man hier jetzt unter anderem auch die Investitionskosten berücksichtigen könnte, weil es dabei eben nicht um einmalige, weil es bei diesen Modernisierungsmaßnahmen nicht auf die Regelmäßigkeit ankommt. Vorsicht allerdings, es darf nicht zu einer doppelten Umlage kommen. Also ich kann jetzt nicht das sowohl als umlagefähig bei den Betriebskosten als auch als Modernisierungsmaßnahme machen. Aber was ich darf, ist, ich darf im Zuge der Modernisierung ich installiere aufgrund der Modernisierung ein System und anschließend habe ich laufende Betriebskosten, die kann ich dann umlegen. Das ist zulässig. Aber hier ist Vorsicht geboten. Als kleines Fazit, genau, grundsätzlich ist die Umlagefähigkeit von Monitoring-Systemen möglich, wenn sie Voraussetzungen regelmäßigen Erfassung, Bedienung und Überwachung der zentralen Heizungsanlage dienen und ein regelmäßiger laufender Aufwand entsteht. Bei Wohnungssensoren stellt sich eben unser Abgrenzungsproblem. Die Wohnungssensoren müssen der Steuerung und Effizienzsteigerung der zentralen Anlage dienen. Wichtig ist insgesamt, Datenschutz muss berücksichtigt werden. Grundsätzlich kann es durch die DSGVO gerechtfertigt sein, ist aber abhängig vom Einzelfall, müsste man sich detailliert anschauen. Und nochmal zum Schluss, es liegt leider bisher keine höchstrichterliche Rechtsprechung vor, deswegen ist die Einschätzung grundsätzlich auf einordnende Auslegung und Heranziehung der geltenden Vorschriften. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Theresa Vogt, für diesen Einblick und die Herleitung. Ich denke, das hat uns allen schon mal ein bisschen Sicherheit gegeben. Was wir natürlich sagen müssen, dass dieser Vortrag jetzt keine Rechtsberatung ersetzt und auch keine Rechtsberatung sein darf. Das nochmal hier sichergestellt. Aber wenn man Rechtsberatung benötigt, kann man sich auch gerne an Sie wenden. Nicht wahr? So hatte ich Sie verstanden. Genau, auf jeden Fall. Ja. Prima. Wir haben eine Frage hereinbekommen, die sich auf Ihren Vortrag bezieht. Ich würde trotzdem gerne die anderen beiden bitten, sich mal dazu zu schalten. Dann können wir auch die anderen Fragen gleich mit besprechen, die hier noch reingekommen sind. Genau, es geht da um die Begrifflichkeit Wohnungssensoren. Die Frage lautet, ist mit Wohnungssensoren auch das smarte Thermostat gemeint? Das kommt jetzt tatsächlich auf die technische Auslegung eines smarten Thermostates an. Vielleicht kann mir einer der Kollegen kurz erklären, was das technisch bedeutet. Ja, also darf ich, Florian, oder möchtest du? Bitte. Also es gibt zwei Arten. Das eine ist, ich habe einen Raumsensor, der Temperaturdaten aus dem Gebäude heraus zusammenfasst, daraus im Prinzip ein Wunsch- und Bedarfstemperatur oder Ist-Temperatursituation kommuniziert an einem Heizungskeller, der dann entsprechend zur Steuerung genutzt werden kann. Das ist eine gewisse Möglichkeit, wie man solche digitale Heizungskeller dann auch zu Steuerungselement machen kann, um tatsächlich die Heizanlage dann zu steuern. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel so, wie wir es in HeatSync machen, dass wir tatsächlich Thermostatdaten dazu verwenden, die Heizanlage eben entsprechend zu steuern. Also beides geht. Also es gilt für beide anscheinend. Denn beide dienen dazu, dass man Raumtemperaturen zur Optimierung des Verbrauches nutzt. Okay, ja, dann würde ich grundsätzlich sagen, dass das dafür auch gilt. Wie gesagt, wenn es in Wohnungen ist eben das Problematik, dass ich das benötige, damit es der zentralen Heizungsanlage dient, wie ich gerade schon versucht habe darzustellen. Und eben nicht nur alleine dem Wohnkomfort. Das ist eben der grundsätzliche Abgrenzung zu dem, was die Umlagefähigkeit im Mietrecht ermöglicht. Vielen Dank. Ja, wir sprechen weiter über das smarte Thermostat, Badia. Du kannst hier gleich präsent in der Mitte bleiben. Okay. Werden die smarten Thermostate mit Netzversorgung betrieben oder mit Batterie bzw. Akku? Wenn zweiteres der Fall sein sollte, wie oft muss ich die Batterien tauschen bzw. den Akku tauschen? Also unsere smarten Thermostate sind tatsächlich batteriebetrieben, halten 6 Jahre, also eigentlich 7,5, wenn wir die Werte, die wir reinbekommen, sehen, aber wir sagen selbst dann offiziell immer 6 Jahre, damit wir ein bisschen Luft haben. Und sind kein Akkubetrieb. Wir haben festgestellt, dass bei Akkubetrieb es wahnsinnig schwierig wird, tatsächlich den Mieter dazu zu bewegen. Da bin ich wieder beim Thema Florian, Akzeptanz, permanent irgendwelche kleinen Akkus aufzuladen und an die Geräte
aufbappen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, natürlich das Ganze über Energy Harvesting zu machen. Da gibt es auch Produkte im Markt. Allerdings benötigen sie eine gewisse Temperatur oder beziehungsweise Temperaturdifferenz, damit sie die Aufladesituation des Zwischenspeichers in solche Geräte machen. Und die haben nicht die Fähigkeit, über Niedertemperaturbereiche dann aufgeladen zu werden. Meistens versagt es dann an dem Bereich, wobei, wie gesagt, Energy Harvesting hat das Problem, dass 40% der Heizkörper nie eingeschaltet werden in einem Wohngebäude. Auch das mussten wir im Laufe des Gesamtgeschäftes feststellen, denn wir haben ein Mieter-Services. Auch da wieder kleiner Verweis auf das, was Florian gesagt hat. Das erste Jahr ist das härteste Jahr nach einem hydraulischen Abgleich mit smarten Thermostate. Da gibt es die meisten Nachfragen. Da muss man den Mieter wirklich persönlich und in einer Hotline-Situation wirklich über diese Schwelle tragen. Das haben wir auch festgestellt und dafür ein Services eingerichtet. Denn das ist das A und O. Wenn man die Mieterschaft nicht mitnimmt, hat man eigentlich diese Reise nicht richtig angetreten, hat diesen Krieg um jede Tonne CO2 dann auch schon verloren. Du hast gerade gesagt, 6 Jahre hält die Batterie. In der Frage steht, wie oft muss ich die Batterie tauschen? Gar nicht ich. Das machen wir zentral. Gar nicht ich. Das machen wir zentral. Danke für Genau. den Hinweis. Ja, also wir haben uns Services natürlich. Was wir tun ist, anhand der technischen Parameter wie Motorbewegungen, Funkaktivitäten, Displayaktivitäten, wissen wir zu jedem Zeitpunkt, wie viel Batteriekraft sozusagen vorhanden ist und sind dann rechtzeitig zur Stelle, entweder in einem Massentausch oder in einem Einzeltausch die Batterien dann tatsächlich zu tauschen, denn dem Mieter zu überlassen, ist nicht funktional. Mhm. Es gibt jetzt noch eine Frage. Ich würde aber sagen, wenn du jetzt gleich geantwortet hast und dann kommt noch eine Frage rein, nehmen wir die noch mit. Ansonsten schließen wir das Ganze dann. Ja, Badia, die geht auch an dich. Es gibt mehrere Hersteller, die entsprechende Systeme anbieten. Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal von Carlo im Vergleich zu den anderen? Zu welchen anderen ist immer die Frage. Soll ich die jetzt vorlesen, die hier genannt wurden? Ja, die da sind. Also hier steht jetzt zum Beispiel MyWarm, Green Fusion und Immocon. Also trennen wir erstmal MyWarm und die beiden anderen. MyWarm ist ein Partner, mit dem man einen hydraulischen Abgleich machen kann. Der hydraulische Abgleich dort läuft wie folgt. Man installiert Gerätetechnologie im Gebäude, macht die Messungen dann eben entsprechend über mehrere Tage. So habe ich die Technologie von den Kollegen verstanden. Also wirklich super Ingenieurskunst, muss man sagen. Kompliment an der Stelle. Dann hat man so Klebepunkte, das heißt also die Heizkörperventile werden entsprechend der Werte dann eben so fixiert, dass man eine maximale Durchströmungsmenge dann je Heizkörper hat, baut die Geräte dann wiederum ab und damit ist der hydraulische Abgleich dargestellt. Problemfeld ist, es ist kein adaptiver hydraulischer Abgleich und gemäß der BEG und BAFA-Vorgaben, die abstellen auf die DIN-Norm, die besagt, eingebrachte Geräte zum hydraulischen Abgleich verbleiben im Gebäude, ist das halt eben keine entsprechend adäquate Lösung im Vergleich zu einem adaptiven hydraulischen Abgleich. Nachteil, habe ich das Gebäude einmal umgesetzt in eine neue Technologie, so muss ich diesen hydraulischen Abgleich noch einmal durchführen. So verstehe ich zumindest mal den technologischen Ansatz bis dato. Okay. So, zu den beiden anderen, es war Green Fusion und Immocon, ja? Genau, da musst du eigentlich auch gar nicht so tief reingehen, würde ich sagen, mit Blick auf Mach die ich mal Uhr, sondern relativ. einfach vielleicht einmal das Ich mach mal, Alleinstellungsmerkmal von Carlo heraus. Schnelldurchlauf. Green Fusion macht eine Anlagensteuerung. Die Anlagensteuerung ist das, was wir nicht tun. Und die Immocon macht tatsächlich nur ein reines Monitoring und Optimierung der Anlage. Und da ist es eigentlich so, dass man eben entsprechend im Preisvergleich sich das anschauen muss. Eine Anlagensteuerung kostet meistens ein wenig mehr Geld und ist nicht auf jede Anlage umsetzbar. Und ein reines Monitoring, also ein Überwachungssystem mit entsprechenden Optimierungswerten, ist, glaube ich, im Rahmen der Umlagefähigkeit dann auch etwas anders zu betrachten. Das sind so die Unterschiede. Was wir tun, ist Anlagen, Monitoring, Überwachung, hydraulischer Abgleich
und Anlagenoptimierung aus einer Hand. Und die beiden genannten Unternehmen haben nur eine Komponente von 3. Prima. Dann noch eine Frage in deine Richtung und dann gehen wir nochmal zu Frau Vogt. Muss ein voreinstellbares Ventil vorhanden sein, damit das smarte Thermostat montiert werden kann und den hydraulischen Abgleich durchführen kann? Das ist nicht der Fall, sondern wir setzen tatsächlich Retrofit auf die bestehenden Ventile im Heizkörper und gleichen dann über die maximalen Einstellwerte des jeweiligen smarten Thermostats den hydraulischen Abgleich. Vielen Dank. Nochmal der Hinweis, dass der Chat ist noch offen. Es kommen jetzt gerade noch Fragen rein, deswegen machen wir nochmal weiter. Frau Vogt, smarte Thermostate sind, wenn ich es richtig verstanden habe, also nicht ich, sondern die Person, die fragt, umlagefähig. Allerdings sind die Betriebskosten ja sehr gering. Die Hauptkosten sind die Investitionskosten. Und diese können nur über die Modernisierungsmaßnahme begründet werden. Wie wird das dann verrechnet mit den Mietenden? Also ja, grundsätzlich ist das richtig verstanden. Bei den Investitionskosten ist eben das Problem, dass sie nicht regelmäßig und laufend sind, was eben vom Gesetz her als Voraussetzung für das Wort an sich Betriebskosten vorausgesetzt wird. Deswegen gibt es die Möglichkeit, eben diese Investitionskosten könnte man über Modernisierungsmaßnahmen quasi dann eine Mieterhöhung machen. Dabei kommt es eben darauf an, ob die Modernisierungsmaßnahme zu einer nachhaltigen Einsparung von Endenergie führt. Wie das dann im Detail ist, müsste man sich im Einzelfall anschauen, lässt sich jetzt so pauschal tatsächlich schwierig beantworten. Aber vielleicht beantwortet das die Frage schon mal grundsätzlich. Vielen Dank. Im Chat ist jetzt langsam Ruhe eingekehrt. Insofern würde ich sagen, dass wir dann auch diese Veranstaltung schließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Expertise und natürlich auch bei all denjenigen, die sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören und Fragen zu stellen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Tschüss.